Diese Flasche könnte ein Investment sein, aber wenn ich die jetzt öffne und trinke, dann ist die Rendite natürlich weg. Ja, was ist denn Whisky jetzt? Es ist ein Genussmittel, es ist ein Sammlerobjekt oder vielleicht sogar eine Geldanlage? Alternative Investments, das könnte meine Uhr sein. Das könnte aber auch mein Sneaker sein. Oder ein cooles Kunstwerk. 1 Million Mark. Könnte aber auch ein toller Oldtimer sein. Oder eine Flasche Whisky. Was haben die alle gemeinsam? Klar, die sind selten. Die erzählen meistens eine gute Story. Und die kannst du nicht einfach so nachmachen. Stellt euch vor, ihr sitzt abends am Lagerfeuer, trinkt 25 Whiskys, vielleicht ein paar weniger. 2 Wochen später kommt auf einmal Equipment für eine Destillerie im Millionenwert bei euch an. Ja, klingt nach einem schlechten Kater, aber bei dir, Andreas, war es der Start von St. Kilian. Tatsächlich, so ging es los. Ja. Du hast recht, das war das berühmte Lagerfeuer mit dem David Hines aus Dublin. Top-Master-Distiller, Whisky-Ikone aus Irland. Jetzt stehen wir hier in deiner Probierhalle, also impressive. Was ist denn der teuerste Tropfen, den du hast? Also das ist die World Whisky Lounge, unser Labor. Ja, also tatsächlich 1000 Flaschen Whisky geöffnet zum Probieren. In den beiden Glasschränken sind ein paar Exponate aus meiner privaten Whisky-Sammlung. Ne? Ein paar, insgesamt sind es 2.000, 3.000 Flaschen. Und die teuersten, die hier stehen, die hier drin stehen, ist ja vielleicht so ein Highland Park 40. Der kostet dann schon locker 5.000, 6.000 Euro. Vor 15, 16 Jahren hättest du den noch für 200 gekriegt. Ja, also rechnen dir mal den IRA aus. Und das ist jetzt dein Renditewunder hier? Nicht wirklich, weil ich habe natürlich in meiner Sammlung noch ein paar andere Flaschen, zum Beispiel von Macallan, The Royal Wedding. Das war bei der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana eine Single-Cask-Abfüllung. Und die haben auf der Hochzeit nicht alles gesoffen, sondern ein paar Flaschen waren übrig und eine habe ich ungeöffnet. Und das ist deine blaue Mauritius? Das geht tatsächlich so in die Richtung, ja. Das ist die König Ludwig Edition. Gibt es auch nicht so oft. Ja. Nee, 315 Mal. Und 314 hast du verkauft und eine steht noch da. Ja. So ungefähr, so ungefähr, ja. Jetzt willst du mir die eine Flasche verkaufen, sagst, die wird was. Woher können wir wissen, dass das in 25 Jahren eine super Rendite wird? Gut, sicher ist nichts, was in 25 Jahren ist, weil jetzt haben wir ja KI. Ne? Aber es gibt Statistiken über die letzten 40, 50 Jahre von der Schottischen Whisky Association über die Wertentwicklung von Top-Whisky-Marken, ne? Also Whiskyflaschen quasi, wie entwickeln die sich jährlich? Und da hast du eine jährliche Wertentwicklung von 30-40% über einen sehr langen Zeitraum. Ja, dann hast du nach dem kleinen Whisky-Lagerfeuer dann hier die Anlage präsentiert bekommen. Das ist das Ding, was sie dir geliefert haben? Genau, das ist eine schottische Whisky-Distillerie aus Schottland, aus Edinburgh, ne, Firma Forsyth und andere Firmen. Original-Equipment, vergleichbar mit Lamborghini, Ferrari, Bugatti. 8, 9 Jahre Lieferzeiten unter normalen Umständen, Cash, Down Payment 50% bei Bestellung. Also hohe Markteintrittsbarriere. Aber das ist auch das Besondere. Wir sind die einzige schottische Whisky-Distillerie in Deutschland. Es gab ja vor uns schon deutsche Whiskys, ja, von Schnapsbrennern und verschiedenen anderen. Aber die sind nicht nach dem schottischen oder irischen Verfahren gemacht, ne, sondern halt anders. Ja. Und anders ist da nicht unbedingt gut. Und das sind die Dinge, du hast beide Kessel dann angeliefert bekommen, ja, nachdem du das abends am 25. Ja, genau. Das wusstest du aber ja, nicht. 480.000 Pfund Anzahlung pro Stück. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Lamborghini, ja, Forsyth ist quasi der Lamborghini der Whiskybranche. Also das ist die größte Kupfermanufaktur der Welt und das ist eine reine Kupferpotstill, 6.000 Liter, handmade in Edinburgh. Ja. Und die war schon schweineteuer, aber ich glaube, der Kupferwert hat sich inzwischen verdreifacht. Also da drin wird dann quasi unser Whisky destilliert. Ja. Du denkst an Kupferwert, ich denke mal, das, was du machst, ist noch viel mehr wert. Unser Whisky ist ein Pot-Stilled Whisky, Single Malt Whisky Pot-Stilled. Das ist die höchste Kategorie und du hast auch Kupferionen im Whisky drin. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ist das gut oder ist das schlecht? Und ich kann dir sagen, es ist gut, weil in allen Vitamintabletten, die du kaufst, ist mittlerweile Kupfer drin, weil es antiviral und antibakteriell wirkt. Das heißt, hier etliche von diesen großen bottischen, Washback steht drauf. Wie viel Ausstoß hast du pro Jahr hier?
Also so im Schnitt machen wir 200.000, 300.000 Liter Alkohol pro Jahr. Also so vielleicht 2.000, 2.500 Whiskyfässer. Und genau, wir können aber auch doppelt so viel. Ne? Aber du musst die natürlich auch irgendwie lagern können. Also die Lagerung ist der Engpass. Ne? Verkaufst du die Fässer dann an den Kunden oder lagern die bei dir? 90% von den Fässern lagern. Ein paar Fässer werden auch an Kunden verkauft. Ja? Und wir verkaufen natürlich auch viele Flaschen. Also wir haben letztes Jahr 400.000 Flaschen Whisky verkauft in Deutschland. Das muss ja dann abgefüllt werden. Ja, jetzt sind wir in der Schweiz und nach Frankreich und China haben wir das erste Mal beliefert. Ui, hier, ist ein Fass undicht bei dir, oder? Nee, das ist der Angels Share. Angels Share. Angels Das Share ist der heißt das. Alkohol, der die Fässer verlässt durch quasi die Fassreifung, die Oxidation. Das geht quasi durch die Mikroritzen in den Fasstauben. Und du kannst sagen, pro Jahr verliert so ein Fass ungefähr 2-3% an Volumen, Flüssigkeit und auch ein bisschen an Alkoholgehalt. Das sind jetzt Fässer, die du für die Kundschaft einlagerst? Wir haben ungefähr 1000 Fasskunden. Fässer, das sind kleine Fässer, 30 Liter Fässer, da kriegst du 40, 50 Flaschen raus. Nach 3 Jahren Turboreifung und es ist sehr beliebt. Ne? Und es ist so begehrt, dass wir auch immer nur einen neuen Kunden reinnehmen können, wenn ein alter quasi rausgeht. Insgesamt haben wir vielleicht 12.000 Fässer Whisky eingelagert, also große Fässer. Aber die sind nicht alle hier. Nee, wir haben unsere Fasslagerung in der St. Kilian Bunker City. Das ist ein ehemaliges NATO-Militärgelände mit 120 NATO-Bunkern. Da war ganz früher Munition drin gelagert. Ja. Und du kannst ungefähr 50.000, 60.000 Fässer dort lagern. Wir sind jetzt so bei 12.000. Ich nenne ihn mal Whiskybunker, dann der Lagerort, wo die Reife auch kommt und auch die Rendite wächst. Genau, also da ist die Fassreifung. Ne? Also wir haben auch zum Beispiel 2 Bunker, die sind voll mit 1075 Fässern, schon vielleicht 5, 6 Jahre alt im Durchschnitt. Und die lagern garantiert auf 21 Jahre mit Versicherung, Warehousing, alles drum und dran. Ja, und wenn du dann überlegst, eine Flasche japanischer Whisky, 21 Jahre Single Malt, ne, kostet 1.000 €. Ja, meine Güte, da kriegst du vielleicht 450.000 Flaschen raus aus dem Vehikel, mal 1.000 €. So, das ist unsere Whiskybunker AG, unsere neueste Idee, wie wir den Whisky quasi auch den Leuten näher bringen, die einfach nur die Wertsteigerung haben wollen. Die wollen nicht die Flaschen kaufen, verkaufen, fuckern, hin und her. Die wollen einfach wissen, wie kann ich meine Rente kriegen mit einer guten Rendite. Die Wertsteigerung, die durch die Zeit in der Fasslagerung halt entsteht. Ja, und da ist Whisky eigentlich eines der wenigen Assets in der Welt, die diese Eigenschaft hat. Je länger im Fass, desto wertvoller, desto rarer. Im Endeffekt konservierst du einen Zeitwert in dem Ding. Und den kannst du natürlich wieder über Finanzmarktmechanismen halt releasen, ja, jetzt oder später. Du weißt, ich bin im Dienst an dir. Ja. Aber ich doch auch. du sollst ja die Produkte immer vertesten bei den Kunden. Hieß es, ja. Riech mal. Pedro Jiménez. Das ist eine Sherry-Bombe aus Andalusien. Ja. Probieren wir den mal. Cheers. Danke, dass ich da sein durfte. Halte ich mein Glas falsch? Ja, man hält es immer so. Also okay. Gut, dann erkennst du, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Ja, ist wurscht. Aber Also einfach, wenn du nosen willst, dann ist es immer besser. So. Schmeckt gut, der geht gut.